die heute zum ersten Mal hier sind, das ist eine besondere Ehre. Es ist nämlich tatsächlich der 50. Vortrag. Also ganz ehrlich, ich konnte es gar nicht glauben. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich jetzt alle Vorträge mitgemacht, aber ich war doch etwas überrascht, als Frau Böhm neulich meinte, das ist ein echtes Jubiläum und wir müssen was machen. Also haben wir uns was überlegt, und zwar jetzt allererstes, bevor wir einen tollen Vortrag haben, heute von Friederike Ebner, über ein spannendes Thema, wollen wir mal so ein bisschen gucken, wer sind denn hier so die Alteingesessenen? Und für sie haben wir auch was. Aber Sie müssen natürlich erst mal zeigen, dass Sie alteingesessen sind und TUM Freising jetzt schon ganz schön lange treu geblieben sind. Dafür haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Jetzt gucken wir mal. Und zwar, ich kann mich da nicht dran erinnern, ich war da gar nicht da, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der hier noch weiß, wer den ersten TUM Freising Vortrag gehalten hat. Ich habe hier schon mal eine. Traut sich's noch jemand? Gerne einfach mal die Hand heben, ruhig ein bisschen stärker, sonst sehe ich das nicht, wenn es nur so zaghaft ist. Ich glaube, du bist echt die Einzige. Noch jemand? Doch, da hinten. Herr Luksch, genau. Sehr gut. Wunderbar. Wissen Sie auch noch, über welches Thema? Super, okay. Sehr gut. Und wo war denn der erste Vortrag? Im Rathaus. Also es gibt doch, es sind ein paar hier, ich höre schon so ein paar Stimmen, es gibt ein paar, die da durchaus Bescheid wissen, das ist schon mal ganz gut. Genau, tatsächlich, Professor Harald Luksch im Rathaus. Nächste Frage, dann hatten wir diese Pandemie, an die kann sich keiner mehr so richtig erinnern, glaube ich, oder vielleicht doch. Da haben wir ja also dann doch überlegt, also tatsächlich damals war ich auch noch nicht im Team, aber ich war dann eine der Ersten, die in der Pandemie einen Vortrag halten durften. Wissen Sie noch, was wir da gemacht haben? Es war online, genau. Und wer hat denn die online, wer ist uns denn da treu geblieben? Wer hat denn auch die mitverfolgt? Am besten live. Hervorragend, ich glaube, eine Person nur. Noch mal ganz kurz, wer hat auch online mitgeguckt? Ah ja, da hinten ist noch, na, da sind doch noch ein paar. Sehr gut. Und jetzt kommt ein bisschen eine schwierige Frage. Also wir sind ja jetzt schon lange hier, aber wir hatten noch andere Räumlichkeiten. Wo war denn TUM Freising noch? Weiß das noch jemand? Unten, genau, stimmt. Wir waren auch unten. Das Rathaus hatten wir schon. Es gab noch eine, das war tatsächlich im Rahmen der Online-Sachen, waren wir noch mal woanders. Wir waren erst, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, quasi in München direkt. Philipp, ich warte jetzt noch mal, bevor jemand... Ja, genau, die Musikschule war es. Super, also ich würde sagen, ich glaube, wir haben so ein paar Kandidaten, also hier vorne auf jeden Fall, ich glaube da hinten, hier. Und da haben wir nämlich... für diese Personen ein paar, willst du das machen? Genau, ich zeige sie mal. Ich würde sagen schon, zumindest nachher dürfen wir sich vielleicht noch ein paar andere raussuchen, aber, also wir haben hier so VIP-Karten für TUM Freising, die gibt es erstmal, und dann noch von der School of Life Science gibt es so schöne Brettchen, die gibt es jetzt also auch noch dazu. Genau, falls Sie, ich weiß nicht, wie gut man auf den schreiben hoffe ich nicht, schneiden kann, aber man kann sie sich im Zweifelsfall irgendwo hinstellen. Ich würde Ihnen jetzt mal eine reichen und eine Karte. Ich glaube, da hinten war noch, und dann gab es noch die Person, die noch wusste, dass der Harald Luksch den ersten, genau, da ist auf jeden Fall, bitte mal Hand heben. Sehr gut. Also wie gesagt, das sind 50 Jahre, nee, nicht 50 Jahre, den Fehler habe ich gestern schon gemacht, 50 Jahre TUM Freising, also wenn ich dann noch so aussehen würde, wäre ich gut. Nein, 50. Vortrag, und es ist immer wieder eine Freude, das zu machen. Ich mache es ja jetzt doch auch schon einige Zeit. Heute ist auch der Philipp Benz da, jetzt ist er, glaube ich, gerade wieder weg, der ja das...
zusammen damals mit ins Leben gerufen hat. Und wir haben das jetzt ja seit einiger Zeit übernommen. Mein Name ist Sarah Leonhardt. Ich habe die Professur für Pflanzen-Insekten-Interaktionen. Und wie gesagt, es ist wirklich immer wieder schön und es freut mich immer, so viele Menschen hier zu sehen. Gut, nochmal ganz kurz, wir hatten da hinten, ist das schon angekommen? Das ist angekommen, hier vorne. Und ich glaube, die Claudia, die... genau. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Also wie soll ich denn das fragen? Wer war denn, also wir haben 50 Vorträge. Wer war denn bei allen 50 Vorträgen? Okay, gut, das kann ich durchgehen lassen. Wer war denn ungefähr 40 Mal und vielleicht mehr da? So, mit den Online. Also hier, da haben wir noch mehr Leute, die auf ihr... Also bitte nochmal die Hand heben. Das sind auch Gesichter, die kenne ich sehr gut inzwischen. So, hier die Damen. Hier, genau. Aber ich glaube, da war auch noch mal jemand, oder? Sie hatten auch nicht? Genau. Also, genau, nochmal. Also 40 Mal und mehr, gerne... Ja, es ist tatsächlich... Gut, Philipp kriegt auch noch eins. Okay, wie sieht es denn aus? Ungefähr 30 Mal, also zwischen 30 und 40 Mal. Das schon jemand geschafft? Da hinten, sehr gut. Also ich finde, wer 30 und mehr war, der hat schon mal einen dicken Applaus verdient. Bitte mal. Okay, ich glaube, jetzt gibt es noch, also ich lasse jetzt noch die VIP-Karten hier für 20 Mal und inzwischen mindestens 20 Mal. Ja, da vorne, hier, da ist noch mal jemand. Das ist hier auch. Bitte die Hand oben lassen, Sie kriegen auch noch Ihre VIP-Karten. Genau, hier vorne quasi die Dreierreihe und hier auf jeden Fall auch noch. Genau, daneben auch. Und hier vorne noch. Super. Also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, dass Sie uns so lange so treu geblieben sind und ich hoffe, dass Sie das auch in Zukunft machen. Ich hoffe, dass wir nicht wieder online gehen müssen. Der Plan ist eigentlich weiterhin hier im Lindenkeller zu bleiben. Und wie gesagt, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Das sage ich am Ende auch nochmal. Jetzt möchte ich die heutige Rednerin vorstellen. Und es ist mir eine besondere Freude, Friederike Ebner vorzustellen. Und das erste Spannende, was ich festgestellt habe, du bist im absolut besten Jahr geboren, in dem man geboren werden sein kann. Ich sage jetzt nicht welches, aber es ist das, in dem ich auch geboren bin. Genau. Friederike kommt aus dem Norden zu uns. Ich vermute mal, du bist auch da groß geworden. Das habe ich jetzt in deinem CV nicht gefunden. Aber sie hat studiert, Diplom an der TU Berlin. Und das Spannende ist ja sogar ein Doppeldiplom, weil sie nämlich während ihres Diplomstudiums nach Südkorea gegangen ist und da in Busan an der Donghae, ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, University, nochmal einen Master gemacht hat. Daher also das Doppeldiplom. Im Anschluss hat sie dann die Universität in Berlin gewechselt, ist also für ihre Promotion an die Humboldt-Universität und hat aber letzten Endes an der Charité in der Zell- und Neurobiologie ihre Promotion gemacht. Und dann hat sie 2 Berliner Universitäten durchgehabt, hat gedacht, na, es fehlt noch eine. Also gehe ich mal an die 3. Universität als wissenschaftliche Assistentin, 2012 war das, am Institut für Immunologie in der Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin. Und dort blieb sie dann auch eine ganze Zeit. Tatsächlich hat sie auch eine Professur bekommen, ebenfalls an der Freien Universität 2021. Aber ich glaube, 2022 wurde dir Berlin dann doch ein bisschen langweilig, weil dann ist es nämlich der TU geglückt, sie abzuwerben. Und seitdem ist sie also ganz in den Süden gekommen und ist an der Technischen Uni München. Ich frage jetzt nicht, was besser ist, Berlin oder München, aber... Gleich gut, gleich gut. Genau. Hier hat sie die Professur für Infektionspathologie
Parthenogenese, wenn man es übersetzen würde, es ist tatsächlich nicht übersetzt, es ist Infection Pathogenesis, ist wahrscheinlich auch besser, dass wir es nicht übersetzt haben, aber du kannst da noch mal mehr sagen, was genau dahinter steckt. Sie kennen mich, ich habe natürlich wieder meine üblichen Fragen gestellt, weil ich ja nicht nur wissen möchte, woher kommen die Menschen und was haben sie gemacht, sondern was treibt sie denn eigentlich auch an? Und die erste Frage war wieder, hast du denn eigentlich schon als Kind erkennen lassen, dass du irgendwann an Parasiten forscht? Und da fand ich, hat sie eine einfach klasse Antwort gegeben. Und zwar meinte sie, ja, also sie wurde schon als Dreijährige im Garten beim Regenwürmer ausgraben und verspeisen ertappt. Mit den Worten, lecker Fleisch. Also damit war quasi ihre Liebe zu den Würmern gelegt. Und gleichzeitig hat sie also Dinge, die sie nicht gegessen hat, wohl auch ganz gerne einfach mal länger stehen lassen, weil sie das also völlig faszinierend fand, dass dann, das kennen Sie auch, da entstehen so wunderschöne Schimmelpilze drauf. Und die sind ganz tolle verschiedene Farben und Formen, wenn man sich das mal genau anguckt. Und genau das fandest du damals schon faszinierend. Sagte, also das war dann wohl die Grundlage für die Liebe zu den Pilzen. Dann habe ich sie gefragt, was denn das verrückteste Forschungserlebnis ist, so als Parasitologin. Und da meinte sie, also nachdem sie also ganz lange sehr steril, also auch ihre Promotion gemacht hat, musste sie dann auf die Suche nach einem Parasiten gehen, das ist der Schweinepeitschenwurm. Und dafür musste sie, damit sie die Eier findet, und jetzt mal ganz kurz, diese Eier von dem Tier, die sind zitronenförmig und 70 Mikrometer groß. Also das können wir eigentlich gar nicht mehr so richtig sehen. Also sie sind winzig, ich weiß gar nicht, wie du die gefunden hast, aber das Spannende ist, sie hat sie in 150 Kilogramm Gülle suchen müssen. Und das wochenlang, was dann eine sehr geruchsintensive Arbeit war. Genau, sieht man mal, was wir so für unsere Forschung machen. Genau, warum Parasiten? Ich meine, muss man erst mal drauf kommen, in Gülle zu suchen, dass man also irgendwelche Parasiteneier findet. Und da sagt sie, es ist einfach eine völlig faszinierende Lebewesen und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil sie also vieles machen. Sie haben ganz irre Strategien der Immunabwehr, ihre Wirte zu entkommen. Ich denke, da wirst du uns ein bisschen was drüber erzählen. Aber sie haben auch völlig verrückte Entwicklungsstadien. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du korrigierst mich, wenn ich irgendwas falsch sage, was da eigentlich dahinter steckt. Es gibt den kleinen Leberegel und der hat also mehrere Zwischenwirte und ein Zwischenwirt ist tatsächlich Ameisen. Und da gibt es quasi einen dieser Leberegel, der sich in den Kopf setzt von den Ameisen und die Ameisen so umprogrammiert, dass die wiederum auf Grashalmen nach oben klettern und dann von Schafen gefressen werden. Und soweit ich das, fragen mich meine Studenten immer, wie kann denn das sein? Also wieso lässt so eine Ameise das mit sich machen? Und ich glaube, so richtig verstanden, wie das funktioniert, ist es immer noch nicht. Und das ist auch genau das, was sie antreibt, also einfach mal zu verstehen, wie machen diese Tiere das? Wie kriegen die das hin? Überhaupt ihre Wirte zu finden, in den Wirten klarzukommen und das sind genau die Fragen, mit denen sie sich beschäftigt und ich glaube, das sind verdammt spannende Fragen. Insofern freue ich mich auf deinen Vortrag und übergebe damit an dich. Vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Ja, auch für mich heute eine ganz besondere Ehre, zum Jubiläumsvortrag eingeladen zu sein. Das wusste ich vorher nicht, aber ich bin natürlich ganz happy, dass es so viele Wurmfans hier anscheinend gibt und sie haben sich nicht abschrecken lassen vom Thema. Ich habe natürlich so ein bisschen befürchtet, dass dem einen oder anderen ein Schauer über den Nacken läuft, wenn er darum denkt, ach Parasiten, jetzt müssen wir uns den ganzen Abend damit beschäftigen. Und ich hoffe eigentlich genau das Gegenteil zu erreichen. Also Ziel meines Vortrags heute ist, dass Sie hier rausgehen und jedes Mal, wenn irgendjemand das Wort Parasiten sagt, Sie lächeln und sagen, ach, so schön, so intelligent, so elegant, so farbenfroh und so wahnsinnig clever und überlebensfähig. So, das sind die Ziele für heute und merken Sie sich das, wir fragen das ab, ob das geklappt hat am Ende. Und wie ich das machen möchte, ist, indem ich ein paar kleine Gruppierungen, also thematisch gruppierte Blöcke habe. Wir steigen ein und beschäftigen uns mit den unsichtbaren Mitbewohnern, ganz am Anfang, ganz rudimentär, und gehen dann auf zwei größere Bereiche ein. Einmal die Relevanz in der Nutztierhaltung. Ich hoffe, das interessiert hier auch einige von Ihnen. Und dann natürlich viel spannender, wie kommunizieren Parasit und Wirt miteinander? Was hat das für Konsequenzen, sowohl für den Parasiten, aber auch für den Wirt? Und ganz zum Schluss würde ich noch mal eine Frage stellen und einladen, ob dabei nicht etwa Strategien sind, von denen wir lernen und profitieren können. Aber beginnen wir mit einem Satz, den ich ganz oft höre, nämlich, ach, Parasiten, ist das nicht eher ein Truppenthema? Also warum beschäftigen Sie sich jetzt mit dem Thema? Das ist doch was für die Truppen, das geht uns in unseren Breiten doch gar nichts an.
Und ich habe hier 4 Vertreter rausgesucht, die eigentlich Ihnen zeigen sollen, dass auch wir hier in unserem Breitengraden permanent mit Erregern der Parasiten umgeben sind und nicht unbedingt alle exponiert, aber wir sind umgeben und wir haben viele, viele Infektionsfälle, auch hier in Deutschland und auch hier in unseren Breiten. Starten wir. Ich hoffe, Sie kennen den einen oder anderen. Was sehen wir hier? Wir haben einen Vertreter der Ektoparasiten, also eine Zecke, ein typischer Bewohner, der auf dem Wirt sitzt. Und wir haben 3 Vertreter von Endoparasiten. Wir haben einen Vertreter aus der Gruppe der Protozoen, also der einzelligen. Das hier ist zum Beispiel das Infektionsstadium von Toxoplasma gondii. Das sind Oozysten, die wir so auch im Katzenkot durch Flotation sichtbar machen würden. Und ich habe sie so ein bisschen mal der Reihe nach, der Länge nach, der Größe nach aufgeordnet. Also so eine Oozysten haben so die typische Größe von 10 bis 12 Mikrometern. Nächstgrößer wäre Echinococcus multilocularis. Und ich hoffe, der sagt Ihnen einiges. Das ist der Fuchsbandwurm. Auch wenn er so klein ist, gehört er zur Gruppe der Bandwürmer und sollte gerade hier bekannt sein, ist auch heimisch hier in den bayerischen Wäldern. Dann, wie gesagt, Ektoparasit Ixodes, also der typische Vertreter ein Holzbock. Und vielleicht ein Vertreter der Nematoden, der Ihnen weniger geläufig ist. Enterobius vermicularis, der sogenannte, oder auf Deutsch sagen wir auch ganz oft, der Kindermadenwurm. Und jetzt fragen Sie sich bestimmt, okay, das passt so ein bisschen mit der Definition. Parasit ist ein Organismus, der entweder auf oder in einem Wirt sitzt, sich von diesem ernährt und das auch nicht unbedingt zum gegenseitigen Vorteil, sondern eigentlich immer zu Lasten des Wirtes. Also es ist ganz besonders wichtig, dass der Wirt nicht unbedingt davon profitiert, sondern es sozusagen zu Lasten vorgeht. Und jetzt fragen Sie sich, wie prävalent sind denn eigentlich diese Infektionen hier in unserem Breiten? Und ich habe das versucht, möglichst aktuell für Sie zusammenzutragen. Und die aktuelle Seroprävalenz, das heißt also die Anzahl von Individuen, also die Anzahl der Bevölkerung, die Antikörper gegen Toxoplasma gondii trägt in sich, das heißt also irgendwann im Laufe des Lebens bereits mit Toxoplasma in Kontakt war, beträgt 50% im Querschnitt über alle Bevölkerungsaltersgruppen. Das bedeutet, jeder Zweite hatte im Durchschnitt schon mal Kontakt zu Toxoplasma gondii. Eine sehr seltene Erkrankung sind natürlich die Erkrankungen mit dem Fuchsbandwurm. Hier verzeichnen wir pro Jahr in Deutschland nur etwa 40 bis 70 Neuerkrankungen. Also es gehört eher zu den Erkrankungen, die relativ rar sind. Und bei den Zecken ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Wir können nicht quantifizieren, wie oft die Patienten, die Bevölkerung, der Einzelne von Zecken gebissen wurde oder es zur Zeckeninfestation kam. Das ist relativ unklar. Aber was wir dokumentieren können, weil teilweise auch diese Erkrankungen meldepflichtig sind zeckenübertragene Erkrankungen. Zum Beispiel FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis, circa in 2024 über 700 Fälle gemeldet. Für Borreliose schätzen wir, dass es größer 11.000 Fälle deutschlandweit zu verzeichnen war im letzten Jahr. Und der Vertreter, den ich meinte, den Sie vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm haben, Enterobius vermicularis, hat eine Prävalenz, die in Deutschland nicht ganz fest zu zurren ist, weil sie lokal und regional sehr unterschiedlich ist, aber wir vermuten derzeit, dass in der Altersgruppe der 4- bis 11-Jährigen, also der Kindergarten-, Vorschul- und Schulkinder, etwa jedes 5. Kind in seiner Kindheit infiziert mit diesem Nematoden war. So viel zu dieser Aussage, Parasiten, das ist nur was für die Tropen. Nein, nein, auch wir hier in unseren täglichen Breiten sind von Parasiten umgeben und haben vielleicht den einen oder anderen schon mal gesehen. Nun ist es so, dass ich mich natürlich ein bisschen fokussieren muss. Ich kann nicht die ganze Zeit über die verschiedensten Arten von Parasiten sprechen und meine eigene Arbeitsgruppe ist auch sehr stark fokussiert und zwar aufs Thema der Helminthen. Und deshalb führe ich Sie jetzt als erstes in die wunderbare, fabelhafte, bunte und formschöne Welt der Helminthen ein. Die Helminthen, wie gesagt, sind verschiedenstformig. Und jede Form ist anders und jede Form steht auch für was. Also jede Form bedingt oder zeigt zum Beispiel, wie sich Parasiten an ihren Wirt angepasst haben. Sie sehen hier einen Hakenwurm, Sie sehen einen Nagernematoden, Sie sehen einen Peitschenwurm, Sie sehen sogar ein Pärchen, das ist ein Pärchen, also Rot und Gelb sind 2 verschiedene Männlein und Weiblein eines sogenannten Pärchenegels, also die Schistosomen sind das. Oder Sie sehen die Kopfregion, die Scolex-Region dieses Bandwurms und was Sie hier sehen können, sind zweireihige oder einreihige Hakenkränze und auch Saugnäpfe. Diese Organe braucht der Wurm zum Verankern, das sind sozusagen Verankerungs- oder Ankerungsorgane.
Auf der anderen Seite gibt es Würmer, die brauchen das nicht, weil für die reicht es aus, sie müssen sich nicht stark verankern, für die reicht es aus, aufgrund ihrer Form sich vielleicht um eine Darmzotte herumzulegen und Nahrungsaufnahme aktiv vom Darm Content zu betreiben. Oder es gibt Würmer, das Mikro. Genau, weil ein paar sonst Schwierigkeiten haben vom Verstehen. Okay. Das wäre super. Die machen das einfach. Du kannst einfach weiterrechnen, das andere geht aus. Genau. Ist das an? Ja. Gut, dann muss ich kurz wechseln. Machen wir das so. Genau. Und es gibt Würmer, wie zum Beispiel hier die Askariden, die Spulwürmer, die sind so groß, die müssen sich nicht verankern. Ne? Die können einfach im Darmvolumen oder im Darmlumen liegen. Und wir sehen auch zum Beispiel unterschiedliche Kopfregionen. Also hier würden Sie vermuten, das ist der Kopf, weit gefehlt, das ist das Hinterteil, das ist die Kopfregion und das ist sozusagen die Peitsche, die im Darm hin und her schwingt auf der Suche nach einem Sexualpartner. Bei den Hakenwürmern sehen Sie diese sehr ausgefeilte Mundregion. Die ist dazu da, weil der Hakenwurm, der ist ein Blutsauger. Der muss an ein Blutgefäß kommen. Wie kommt er an ein Blutgefäß? Er muss den ganzen Darmvillus verschlucken sozusagen, andauen und das darunter liegende Blutgefäß dient ihm sozusagen der Ernährung. Also wunderschöne Formen, wunderschöne Farben, verschiedenste Wirtsadaptionen, um sich sozusagen in die jeweiligen Nischen der Wirte festzukrallen oder anzupassen. Faszinierend für uns. Und auch wenn das jetzt so schön bunt und wunderbar dargestellt, gemixt ist, müssen wir es ein bisschen klassifizieren. Und das müssen Sie mir erlauben, dass ich Sie da einmal durchschleppen muss durch die Taxonomie der Helminten. Also die parasitischen Würmer gehören alle zur Gruppe der Helminten. Wir unterteilen in Plattwürmer und Rundwürmer, Bandwürmer und Saugwürmer, jeweils Trematoden und Zestoden. Und unsere Arbeitsgruppe an der TUM School of Life Science und unserer Professur, wir beschäftigen uns mit den Nematoden, den Fadenwürmern. Und vielleicht mit einem Blick in die Geschichte, vielleicht haben Sie ja doch schon mal Nematoden gesehen. Und hier sind wir Wurmfans natürlich davon überzeugt, dass die herkömmliche Symbolik des Äskulapstabes auch uminterpretiert werden könnte. Sie kennen es vielleicht, der Äskulapstab steht als Symbol für die Gesamtheit medizinischer Heilberufe oder medizinischen Wissens, ärztliche Fürsorge. Und die Idee ist, oder wird auch von vielen vertreten, und das ist völlig legitim, die Schlange symbolisiert Regeneration und Wiedergeburt und der Stab ist sozusagen das stabilisierende, unterstützende Medium hier. Wir Wurmfans sehen das ein bisschen anders. Wir denken, das deutet alles auf eine jahrtausendealte Heilmethode hin, und zwar den Medina-Wurm. Der Medina-Wurm, Dracunculus medinensis, man infiziert sich durch die Aufnahme von kontaminiertem Süßwasser, das heißt also kleine Infektionsstadien, die im Süßwasser schwimmen. Man infiziert sich, die Larven penetrieren die Darmbarriere und verharren in der Lymphe und es dauert etwa ein Jahr, bis sich aus diesen mikroskopisch kleinen Larven ein 1 Meter langer Wurm entwickelt hat. Dieser Wurm nimmt das Unterhautbindegewebe und wächst bis zum Fuß. An der Fußregion findet sich eine kreisrunde Wunde und weil diese Wunde schmerzt und der Patient sie im Wasser abkühlen möchte, das ist das Signal für den Wurm, den Kopf aus der Wunde zu stecken und wieder Infektionsstadien in das Süßwasser zu entlassen. In dem Moment, wo der Wurm den Kopf aus dem Fuß steckt, dort kommt der Stab ins Spiel. Der Stab wird gespalten und dient damit, den Kopf zu fixieren, und dann wird Minute für Minute, Tag für Tag, Woche für Woche der Wurm ein wenig aufgewickelt. Das heißt also, das ist die einzige Bekämpfungsmethode, weil der Wurm darf nicht reißen, damit es nicht zu Adverse Reactions kommt, sondern die Patienten müssen über Wochen hinweg diesen Wurm aufwickeln, um ihn komplett aus dem Körper zu entfernen. Wir denken, und das bleibt Ihnen überlassen, welcher Theorie Sie anhängen. Wir denken, dass eventuell der Äskulapstab auch genau das, diese uralte, jahrtausendealte Heilmethode symbolisieren könnte. Aber seien Sie nicht besorgt, das ist keine Infektion, die Sie sich in unseren Breiten holen können und eine Infektion, die nahezu ausgestorben ist. Es gibt noch eine Handvoll Patienten und die auch eigentlich eher in der afrikanischen Region des Tschad. Gut. Wenn wir schon dabei sind, in die afrikanischen Regionen schauen und den Blick in den globalen Süden wenden, dann müssen wir hier sagen, dass ja, im globalen Süden gibt es sehr, sehr viele parasitäre Infektionen. Besonders Helminten kommen weltweit vor, jedoch vor allem in den Tropen und den Subtropen. Und das liegt zum einen an den klimatischen Voraussetzungen, das liegt aber auch zum anderen an armutsbedingten Risikofaktoren, wie zum Beispiel der Zugang zu gefiltertem Frischwasser, der in vielen Regionen sehr limitiert ist. Wir haben hier 2
Spezies rausgesucht, einmal die Peitschenwürmer und einmal die Spulwürmer, also Ascaris und Trichuris. Und Sie sehen, je dunkler gefärbt das Land ist, je höher die Prävalenz. Und wenn wir all das subsumieren und versuchen, eine Summe an infizierten Patienten zu generieren, dann kommen wir auf unglaublich hohe Zahlen. Das bedeutet alleine für die Gattung der Peitschenwürmer 460 Millionen Menschen, die aktuell betroffen sind. Für die Ascariden sind es noch mehr, es sind über 800 Millionen Menschen, die derzeit mit der Infektion global zu tun haben. Das sind keine Zahlen, die sich vernachlässigen lassen. Was passiert eigentlich? Wie infiziert man sich? Welche Symptomatik machen diese Helminten? Und wenn man jetzt ins Humansystem schaut und in die 3 bedeutendsten Vertreter der bodenübertragenen Helminten, dazu gehören die beiden, Peitschenwurm und Ascaris, dann gehört auch der Hakenwurm dazu. Also zusammen formen sie die 3 prävalentesten und bedeutendsten bodenübertragenen Helminten. Wenn man sich mit dem einen oder anderen Wurm infiziert, dann kann es zu folgenden Symptomen kommen. Und Sie werden sehen, dass diese relativ unspezifisch sind. Das ist ein Durchfall, Durchfallerkrankungen folgen, Bauchschmerzen, vielleicht migrationsbedingte Komplikationen, Eisenmangel, Nährstoffmangel. Also relative generalisierte Symptomatik. Sie sehen auch hier in dem vergrößerten Maßstab die Infektionsstadien. Das ist dieses berühmte Ei, das du vorhin in deiner Einführung meintest, ein zitronenförmiges Ei eines Peitschenwurmes. Also das habe ich gesucht beim Filtern. Die Eier des Spulwurmes sind nur unbedeutend größer, ungefähr 100 Mikrometer, und Hakenwurmeier sehen sehr diffus aus in ihrer Form. Während wir wissen, dass in dem globalen Süden, also für die Humansituation, die Rolle der Tierhaltung eher in der Transmission liegt, also dieser unmittelbar nahe Kontakt zwischen Mensch und Tier, führt dort zu vermehrten Transmissionen, also zu vermehrten Übertragungen auch in die Bevölkerung hinein. So wissen wir, dass das hier in unseren Breiten eigentlich kaum mehr eine Rolle spielt. Wir haben sehr gute Hygienesysteme. Wir haben immer Zugang zu frischem, gefilterten, sauberen Trinkwasser. Das heißt also, diese bodenübertragenen Helminten spielen in unseren nördlichen europäischen Populationen eigentlich keine Rolle. Denken wir. Weit gefehlt. Für die Menschheit ist das richtig. Für die Tierhaltungssysteme ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, wir haben exakt die gleichen Vertreter. Wir haben die Peitschenwürmer, wir haben die Spulwürmer und wir haben in deutschen Schweineproduktionsbetrieben eine wahnsinnig große Prävalenz dieser Erreger. Und damit switchen wir zum nächsten Punkt der Relevanz der Helminten oder der Nematoden in unseren heutigen Nutztierhaltungssystemen. Unsere Arbeitsgruppe arbeitet mit Schweinen. Das heißt also, jetzt einen Fokus zu finden, ob ich Rind, Schwein, Huhn oder Ziege vorstelle, war für mich nicht so schwer. Ich fange mit den Schweinen an und ich bleibe bei den Schweinen. Wenn wir uns die Top 40 der meistbeforschtesten Schweinepathogene angucken, dann sind da eine Menge Viren dabei. Da sind eine Menge hochpathogene Bakterien dabei, aber wir finden auch 9 Vertreter der Parasiten. Und einige davon sind Ihnen bestimmt auch geläufig, zum Beispiel Trichinella. Das ist wahrscheinlich allen, die auch gerne mal Fleisch konsumieren, ein Begriff. Dann haben wir wieder die Spulwürmer, Bandwürmer, die Protozoen, Peitschenwürmer und so on und so on. Das bedeutet also, dass innerhalb der meistbeforschtesten Parasiten die Forschungswelt sehr wohl erkannt hat, dass Parasiten eine große Rolle in den Schweinehaltungssystemen spielen. Wenn wir uns jetzt wieder diesen globalen Blick erlauben, dann finden wir auch hier wieder so ein bisschen eine zweistufige Bedeutung. Wir gucken auf den globalen Norden und sehen, dass die Relevanz der Parasiten in der Schweinehaltung eigentlich eher eine ökonomische ist. Das heißt, hier geht es eigentlich wirklich um Leistungsverlust, um Effizienzverlust, und das sind ökonomisch getriebene Fragestellungen, die wir hier bearbeiten. Wenn wir in den globalen Süden gucken, und Sie sehen hier eine Rotfärbung der respektiven Kontinente, dann kommt zu der ökonomischen Bedeutung auch noch die Bedeutung dazu, dass es dort auch relevante Zoonosen gibt. Das heißt also Erreger, die wirklich von Tier auf Mensch übertragen werden können. Und wenn wir uns das mal für jeden Erreger angucken, jetzt hier ein Blick nach Europa, also USA und Russland lasse ich jetzt mal außen vor, aber die europäisch interessanten Nematoden sind Ascaris, Trichuris, Oesophagostonom und Hyostrongylus. Und bei den Protozoen ist es Esospora. Und wenn wir nach Afrika schauen, dann sind diese Vertreter hier schon zoonotisch. Es kommt Trichinella dazu, der in den europäischen Staaten eigentlich eine geringe Rolle aktuell spielt. Es kommen Trypanosomen dazu und es kommen Bandwürmer dazu. Also ganz unterschiedliche Blickweisen, die wir hier auf die Prävalenzen und die unterschiedlichen Erreger haben müssen. Zu den 3 wichtigsten
und deshalb zeige ich auch das Bild der Askariden öfter und immer wieder. Zu den 3 wichtigsten Vertretern der europäischen Schweinehaltung, und Deutschland ist da wie gesagt auch ganz groß mit dabei, gehören Ascaris suum, der Spulwurm, mit einer Größe beim Weibchen von 20 bis 35 Zentimetern Länge. Dann der Peitschenwurm mit einer Größe von 6 bis 8 Zentimetern, den wir vorrangig im Dickdarm finden. Und dann der kleine Knotenwurm, der wesentlich kleiner ist und sich im Cäcum oder im Kolon aushält. Das heißt also, wir sehen hier schon auf Anhieb, da finden Nischen statt. Da werden bestimmte Nischen besetzt und jeder Parasit hat seinen eigenen Lebenszyklus. Ich gehe nicht im Detail darauf ein, aber es gibt Parasiten, die migrieren durch verschiedene Organe und es gibt Parasiten, die bleiben die ganze Zeit in einer Darmregion und fühlen sich wohl und fördern oder vollenden ihren gesamten Infektionszyklus ohne Zwischenwirt, zum Beispiel in einer einzigen Darmregion. Und bevor ich jetzt den einen einzigen Zyklus hier näher beschreiben möchte und wirklich im Detail beschreiben möchte, möchte ich natürlich auch, dass Sie mir glauben, dass wir wirklich mit diesem Parasiten arbeiten und habe natürlich was mitgebracht. Und zwar frisch von gestern, 2 Flaschen, ich gucke mal ganz kurz, die ich links und rechts rübergebe mit den folgenden Worten. Kannst du eine ganz kurz nehmen? Also frische Exemplare, Sie können das gerne mal durch die Reihe geben und sich angucken. Da sind jeweils 10 weibliche Ascaris suum Würmer drin. Sie können die Flasche ein bisschen schütteln, dann werden Sie merken, das wird trüb. Warum wird das trüb? Weil diese Würmer schon ganz viel Eier entlassen haben und Sie sehen, diese Trübungen sind sozusagen die Eier, die Sie nicht sehen können, aber die ich Ihnen vorhin in der mikroskopischen Darstellung einmal gezeigt habe. Und in einer Flasche von den beiden sehen Sie auch, dass einige Würmer aufgebrochen sind. Und da sehen Sie ganz kleine weiße Fäden, die aus dem Wurm herausquellen. Diese Fäden sind der Reproduktionstrakt des weiblichen Wurmes. Der weibliche Wurm besteht zu 80% aus Reproduktion, aus Uterus. Und das ist das, was man hier sehr gut sieht. Also gucken Sie auch ein bisschen näher hin. Versprechen Sie mir, dass Sie die Flaschen nicht runterwerfen, nicht öffnen und nach der Veranstaltung bitte wieder abgeben. Also nicht mit nach Hause nehmen. Und ich fange hier vorne an und dann können Sie das sozusagen so ein bisschen rumgeben. Und wir starten mit genau diesem Erreger und dem Infektionszyklus oder dem Entwicklungszyklus dieses Wurms. Die Infektion erfolgt oral. Das heißt also, es muss das Ei, das infizierte Ei, das heißt also, das ist ein Ei, in dem eine Infektionslarve sitzt, muss oral aufgenommen werden. Das heißt also, durch den Mund in den Darm. Im Magen ist das Ei konfrontiert mit ganz, ganz vielen Enzymen und auch mit einem sehr niedrigen pH-Wert. Das hilft der Larve, aus dem Ei zu schlüpfen. Die Larve schlüpft und sie durchdringt die Darmbarriere. Das ist hier. Jetzt muss ich den Pointer wiederfinden. Ja. Die Larve schlüpft, die sogenannte Larvenstadium 3. Sie schlüpft und penetriert die Darmbarriere, findet ein Blutgefäß und schwimmt mit dem Blutstrom dorthin, wo der Blutstrom hinschwimmt. Das ist die Leber. Das heißt also, die Larve wird passiv in die Leber transportiert, bleibt hier ein paar Tage, führt hier zur Granulombildung und verlässt die Leber auch wieder mit dem Blutstrom in Richtung Lunge. In der Lunge durchstößt sie und dringt ein in den Alveolarraum und dort führt dieses Eindringen zu einer gewissen mechanischen Reizung. Das heißt also, Patient oder Tier husten die Larve hoch, schlucken die Larve wieder ab und das ist die Idee, wie die L4-Larve, also Larvenstadium 4, wieder in den Dünndarm gelangt und sich hier von einem 100 Mikrometer kleinen Ei zu dem Wurm entwickelt, den ich hier gerade durch die Reihen geben lasse. Das Ganze dauert etwa 6 bis 8 Wochen und nach 6 bis 8 Wochen sind auch Vermehrungsvorgänge im Gang, also männlicher Wurm und weiblicher Wurm treffen sich, vermehren sich und es kommt zur Eiausscheidung. Und diese Eiausscheidung ist eigentlich, das kann ich hier machen. Diese Eiausscheidung ist das, was wir diagnostisch erfassen können. Also unsere diagnostischen Möglichkeiten für eine relativ subklinische Erkrankung sind folgende. Ich kann die Nematodeneier im Kot nachweisen. Ich nutze sogenannte Flotations-, also Aufschwemmmethoden, kann den Kot analysieren und kann dann unter Mikroskop folgende Eier finden. Wenn es eine frische Kotprobe ist, dann sieht das Ei so aus. Nicht embryoniert, eine relativ dicke Mukusschicht. Und das so wäre sozusagen das mikroskopische, diagnostische Finding einer frischen Kotprobe.
Ist die Kotprobe alt oder handelt es sich eventuell um eine Bodenprobe, also eine Probe, in der das Ei schon die Möglichkeit hatte, für 6 bis 8 Wochen zu embryonieren, sieht man die kleinen Larven und die bewegen sich. Also wenn man unter das Mikroskop schaut, dann sieht man innerhalb des Eis sich kleine Larven bewegen und das ist sozusagen die Infektionsstufe der Ascaris-Zoom-Erreger. Der eindeutigste Nachweis ist natürlich der hier unten. Auf den serologischen Nachweis gehe ich nicht weiter ein, weil das in der Tierhaltung eigentlich kaum eine Rolle spielt aktuell. Aber der eindeutigste Befund für den Schweinehalter ist der Schlachtbefund. Der sieht nämlich Folgendes. Wenn die Larven durch die Leber gegangen sind, entstehen diese ganzen vielen kleinen weißen Flecke, sogenannte Milky Spots oder Milchflecken, Milk Spots. Das heißt, in jedem Spot, hinter jedem Spot steckt eine Larve oder ein granulöses, inflammatorisches Geschehen, gerichtet gegen eine Larve. Und auch wenn wir jetzt sagen, das sind meist subklinische Infektionen, wissen wir, dass sie eigentlich erheblichen Einfluss auf Leistung haben und damit auf Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ich möchte noch mal daran erinnern, dass in der Nutztierhaltung es hier wesentlich um ökonomische Verluste und Effizienzen geht. Wie kann man das erklären? Also wie lassen sich diese Effizienzverluste erklären? Das ist in vorderster Linie natürlich Einbußen bei der Mastleistung. Das heißt, wir haben Tageszunahmen, Futterverwertung oder Mastdauer, die sich verändern. Und wir haben das mal versucht, in Spannen hier zusammenzurechnen. Es kann in Abhängigkeit der Anzahl der Parasiten, die jedes Einzeltier hat, zu einer Reduktion der täglichen Zunahmen bis zu 30% kommen. Die Mastdauer verlängert sich und auch die Futterverwertung verschlechtert sich erheblich. Aber auch die Schlachtkörper leiden. Also die Schlachtkörperqualität, so etwas wie Körpermasse oder Fleischigkeit und natürlich solche Lungen kann ich gar nicht in den Verkauf, solche Lebern kann ich gar nicht in den Verkauf bringen. Das heißt, Leber und Lunge, die solche Pathologien aufweisen, die werden verworfen. Und all das zusammen, die Behandlungskosten, erhöhte Futterkosten und der Verlust durch die Organverwertung, das ist das, was wir als ökonomischen Verlust begreifen. Jetzt nochmal ein kleines Video und ich hoffe, wie gesagt, Sie haben alle gegessen. Die naheliegenden Gründe für diese Leistungseinbußen, die muss man sich auch in Relation zur Wurmlast vorstellen. Also natürlich, ein Grund für diese Leistungseinbußen oder die schlechte Futterverwertung ist, dass wenn es zu viele adulte Würmer sind, also eine sogenannte kritische Wurmlast erreicht ist, dann kann das zu chronischer Malabsorption führen, also eine Zottenatrophie und das führt zur Symptomatik einer chronischen oder schubweisen Diarrhoe. Also diese Tiere leiden permanent unter Durchfall. Dann ist auch klar, warum sie nicht so zunehmen wie andere Tiere, die das nicht tun. Richtig? Und jetzt zeige ich wieder auf diese Größe. Ich kann das Video leider nicht anhalten, ich würde es gern tun, aber ich weiß nicht wie. Wenn Sie auf die Größe der Tiere gucken, also ein Weibchen 20 bis 35 Zentimeter Länge, 15 bis 20 Zentimeter Länge bei den Männlein, die Wirt und Parasit stehen natürlich in direkter Nährstoffkonkurrenz. Das heißt, die nehmen sich gegenseitig das Essen weg. Das heißt, alles, was ich ins Tier reinstecke, stecke ich eigentlich in den Parasiten. Und so kann man sich erklären, dass es hier zu diesen Effizienzverlusten kommt. Unsere Gruppe interessiert das natürlich schon und uns interessiert aber noch was anderes. Ich hatte gesagt, in Abhängigkeit der Wurmlast. Das bedeutet, wenn wir in die Praxis gehen, dann sehen wir, dass Tiere ganz hoch infiziert sind oder dass Tiere nur einige wenige Parasiten tragen. Scheint aber kein Expositionsproblem zu sein, weil wenn wir das experimentell tun, also wir infizieren Tiere direkt und alle Tiere kriegen das Gleiche, dann zeigen auch diese Unterschiede in der Befallsdichte. Und für uns besonders spannend ist, woran liegt denn das? Warum gibt es Tiere, die ganz besonders hohe Wurmlasten ausbilden und warum gibt es Tiere, die das nicht tun? Und der zweite Faktor, mit dem wir uns aktuell ein bisschen beschäftigen, und ich zeige keine Daten dazu, ich möchte es bloß Ihnen gesagt haben, dass das für uns ein Denkanstoß ist, welchen Einfluss haben eigentlich die angestrebten Außenstelle und Ausläufe auf die Prävalenzentwicklung solcher bodenübertragenden Helminten? Weil wir wissen, die Eier kann man so gut wie kaum desinfizieren, die sind wahnsinnig resistent und stabil, sie überdauern im Boden bis zu 10 Jahre und können trotzdem infektiös sein. Und wir wissen, dass man sozusagen Außenstelle nur sehr, sehr schwierig desinfizieren kann. Also für uns interessant, wie verändert sich das jetzt im Laufe der zunehmenden Änderungen von Haltungssystemen? Wird die Prävalenz da nach oben gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich werde berichten. Und dann beschäftigt sich unsere Arbeitsgruppe auch nochmal ganz gezielt mit ganz anderen Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind, dass im Gegensatz zu manch Viren oder Bakterien, vielleicht erinnern Sie sich auch nochmal an Ihre letzten Infekte, die Sie hatten, es wird in diesen Tieren oder gegen diese Parasiten kaum
eine schützende Immunität aufgebaut. Das heißt, auch wenn ich die Tiere entwurme, die infizieren sich over and over again. So dieser Infektionszyklus kann so gut wie nicht durchbrochen werden. Die hochgradig umweltresistenten Eier hatte ich gerade angesprochen und ein weiterer Fakt kommt dazu. Ich hatte gesagt, schauen Sie sich die Weibchen an, die bestehen zu einem ganz großen Prozentsatz aus Uterus. Und das ist sind solche Produktionsmaschinen, dass einzelne weibliche Würmer bis zu 2 Millionen Eier pro Tag entlassen können. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann auch noch diese Umweltresistenz haben, dass es so gut wie unmöglich ist, diese Parasiten aus den Tierhaltungssystemen herauszubekommen, weil sie sind hochproduktiv, sie sind immer da und sie sind schwierig in den Griff zu kriegen. Natürlich haben wir Hygienekonzepte. Diese Hygienekonzepte, die lassen zu, dass wir Transmissionsunterbrechungen haben und wir haben natürlich auch Wurmmittel. Diese Wurmmittel die wirken gut, aber wie auch bei Antibiotika, wir haben immer das Damoklesschwert über uns, entstehen uns dort Resistenzen. Und wir sehen das gegen andere Parasiten in anderen landwirtschaftlichen Nutztieren bereits jetzt, zum Beispiel bei Schafen. Aber bei den Vertretern, die ich hier heute vorstelle, sind die Daten noch relativ vage. Und ein anderer Grund, warum wir uns jetzt mit Ascaris beschäftigen, ist, dass es wäre eigentlich schön, wenn sozusagen, wir haben zwar Wurmmittel, aber wir wollen Resistenzentstehung nicht riskieren. Wir wollen eigentlich gar nicht, dass dieser Infektionszyklus so richtig startet. Eigentlich würden wir gern prophylaktisch etwas tun. Und Prophylaxe ist für den Immunologen in uns immer, ja, eine Impfung, das wäre doch total toll. Das würde doch helfen, oder? Aber um Impfmaßnahmen und Impfstrategien zu designen, müssen wir weitaus mehr wissen. Wir müssen viel mehr wissen über die Kommunikation zwischen Parasit und Wirt. Und das ist unser nächstes Thema. Jetzt steigen wir sozusagen in den Themenkomplex der Kommunikation ein. Warum wollen wir das also wissen? Wir denken, es ist der Schlüssel für neue Interventionen und auch für neue therapeutische Maßnahmen und Ansätze. Und wir steigen sofort mit einer relativ komplexen Folie ein, und zwar mit dem Kommunikationsarsenal der Darmnematoden. Das heißt also, was kann denn der Wurm überhaupt? Wie macht der das und wie sekretiert oder wie transportiert der seine Kommunikationsstoffe an den Wirt? Und wir sehen hier mal so einen Wurm, piktografisch dargestellt, da ist auch ein Darm drin, da ist auch ein Reproduktionsorgan drin, und wir sehen hier in schwarz die 3 Punkte, das sind Poren. Das heißt, der Wurm hat eine Pore, in dem er exkretorisch-sekretorische Produkte entlassen kann. Er hat eine Genitalpore, da kommen dann gegebenenfalls die ganzen Eier raus. Er hat auch eine Analpore, weil wer einen Darm hat, braucht auch eine Pore, um den Darminhalt, also alles das, was nicht verdaulich ist, wieder zu entlassen. Und die Gesamtheit all dieser Sachen bezeichnen wir als exkretorisch-sekretorische Produkte. In diesen Produkten, da kann alles drin sein. Und deshalb sind wir da auch so ein bisschen nebulös. Da kann RNA- und DNA-Moleküle sein, Zucker, Proteine, Fettsäuren oder all das verpackt in extrazelluläre Vesikel. Und das ist sozusagen die Armada, das gesamte Arsenal der Stoffe, die ein Wurm auf seinen Wirt schütten kann. Und er macht das, um potenziell folgende Sachen zu bewirken. Und ich nenne sie zuerst und gehe dann später nochmal im Detail darauf ein. Immunevasion, also das Wegrennen vor dem Immunsystem, Gewebemigration, also den Übertritt in verschiedene Organe, Nischenbildung, vielleicht ist meine Nische noch nicht perfekt, ich muss sie modulieren, oder die Modulation der Wirtsantwort. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz im Einzelnen an. Wie kommen wir daran? Was müssen wir tun? Genau das, was wir hier auch durch die Reihen geben. Wir müssen diese Produkte herstellen. Das ist recht einfach. Und jetzt zeige ich hier dieses schöne Video, das ist ein bisschen meditativ. Das heißt also, wir sammeln all die Produkte, die die Würmer in diesen Überstand hineinsezernieren. Wir sammeln das und generieren diese Produkte, und dann haben wir verschiedene Messmethoden, da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber wir haben verschiedene Messmethoden, die uns erlauben zu sagen, das ist drin an Proteinen. Und dann vergleichen wir manchmal. Wir vergleichen zum Beispiel verschiedene Entwicklungsstadien, adulte Würmer oder L4, Larvenstadium 4, gucken, sind da irgendwie verschiedene Banden zu sehen. Das würde darauf hindeuten, dass es da Unterschiede gibt. Oder wir nehmen massenspektrometrische Analysen und gucken uns an, ob zwischen weiblichen und männlichen Würmern Unterschiede bestehen und welche Proteine sie beide entlassen. Und dann haben wir so ein bisschen eine Idee, okay, das ist da drinne. Und dann wissen wir aber auch immer noch nicht, braucht der Wurm das wirklich? Ja, nein, vielleicht. Und dafür designen wir zum Beispiel solche Experimente. Wir spiegeln oder spielen nach, was passiert, wenn so eine L3-Larve, also so eine ganz frische Larve, die eigentlich in einem Ei drin gesetzt, wenn die zum allerersten Mal die Darmbarriere sieht.
Das spielen wir nach in der Petrischale und gucken uns an über verschiedene Stunden, hier ist mal, ich glaube, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 9 Stunden aufgetragen, welche Faktoren werden vom Wurm aktiv reguliert, wenn er die Darmbarriere sieht. Und in unseren Datensätzen ist es so, dass der Wurm eine Menge Enzyme produziert. Und wir denken, dass die Enzyme dazu da sind, diesen Gewebedurchtritt zu ermöglichen. Für uns natürlich auch eine Idee eines Angriffspunkts für eine Vakzine. Das heißt, wenn wir verhindern können, dass der Wurm durch die Darmbarriere geht, vielleicht wäre das ein gutes Vakzine-Target. Aber wir wissen, und Sie sehen das hier an diesen Daten, sie produzieren hunderte verschiedene Substanzen. Das heißt also, ein einziges Target zu adressieren, wird definitiv nicht genug sein. Nischenbildung. Was meine ich mit Nischenbildung? Wir sehen, dass die Parasiten im Darm sitzen. Im Darm sind sie kontinuierlich umgeben von 1 Million von verschiedenen Mikroben. Das heißt also, da muss eine Art von Kommunikation stattfinden. Und wir wissen oder wir vermuten, dass die IS-Produkte der Nematoden auch ganz gezielt, aktiv oder passiv, beeinflussen, wie die Zusammensetzung des Darmmikrobioms aussieht. Warum sie das tun, ist ungeklärt. Wir wissen nur, dass sie es tun. Aber wir vermuten, es bietet irgendeine Art von Überlebensvorteil oder, und das ist wie gesagt das Wichtigste für diese Parasiten, nicht nur das Überleben, sondern das Reproduzieren. Also Reproduktion steht sozusagen als oberstes Ziel für jeden Nematoden auf der Liste. Was bezwecken sie weiter? Und ich sagte, das große Thema der Immunmodulation. Wie gehen wir da vor? Und hier habe ich mal ein anderes Beispiel gewählt, weit weg von den Ascariden, als Beispiel des Schweinepeitschenwurms, Trichurosaurus und der ersten Larve, dem ersten Larvenstadium. Wir haben das Gleiche gemacht. Wir haben den Wurm wieder in Kultur genommen, wir haben den Überstand gesammelt, wir haben geguckt, hat dieser Überstand irgendein Potenzial? So ein Potenzial guckt man sich am besten in einem Krankheitsmodell an, da kann man gucken, wird das Tier ganz krank, dann sieht man hier diese schwarze Linie, oder gebe ich diese Produkte und das Tier reagiert weniger allergisch. Das heißt, wenn das gelingt, weiß man, okay, da ist irgendwas drin in diesem Überstand, was diese Modulation macht. Das heißt, unsere Aufgabe jedes Mal ist das Gleiche, Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir müssen gucken, was ist da drin, müssen versuchen herauszufinden, wie sieht das aus, was nur da drin ist und in anderen Stadien nicht. Im besten Fall gelingt es uns, so ein Protein, so ein Molekül nachzubasteln. Im besten Fall können wir noch die Struktur aufklären. Und dann machen wir genau das Gleiche. Wir nehmen dieses Protein daher und geben es in exakt das gleiche Modell und gucken auch hier, und das ist die blaue Linie hier, ob auch hier dieses einzelne Molekül in der Lage ist, diese Effekte zu rekapitulieren. Wenn wir das geschafft haben und die Kurven sehen gleich aus, dann ist es für uns ein Indiz, dass wir einen sogenannten Immunmodulator identifiziert haben. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, Immunmodulator, was ist das denn? Und das kann man ganz, ganz trivial zusammenfassen. Das sind Moleküle, die freigesetzt werden, um das Immunsystem ganz gezielt zu beeinflussen. Sie bremsen die Abwehrreaktion, sie lenken sie um, in eine andere Richtung meinetwegen, oder sie beruhigen sie. Und für den Wurm an sich ist es die Garantie für Persistenz. Persistenz bedeutet, sie wollen verhindern, dass der Wirt sie ausschleust oder ausspuckt. Die Mission dieser Parasiten ist also ganz, ganz klar. Ich muss unsichtbar bleiben. Ich muss verhindern, dass das Immunsystem zu hoch aktiviert wird und gegen mich vorgeht. Wie mache ich das als Wurm? Was machen diese Moleküle? Und das wäre jetzt zu viel des Guten, wenn ich auf jedes einzelne Molekül und jede einzelne Funktion eingehen würde. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass in dieser Gesamtheit der IS-Produkte einzelne Moleküle ganz gezielt einzelne Immunzellen ansprechen. Wir haben also eine Palette von Zellen aus dem angeborenen Immunsystem, Neutrophilen, Eosinophile, Mastzellen und Makrophagen, aber wir haben auch Zellen des adaptiven Immunsystems wie T- und B-Zellen, die von diesen Produkten ganz gezielt angesprochen werden und deren Funktion durch die Produkte eingeschränkt wird. Und man kann sich das so vorstellen, dass hier eine Menge regulatorischer, nicht kämpfender, aber regulierender Mechanismen angestoßen werden. Zum Beispiel regulatorische T- und B-Zellen, alternativ aktivierte Makrophagen oder ganz viel und ganz oft ist es so, dass all diese Zellen dazu gebracht werden, durch den Wurm antientzündliche oder antiinflammatorische Zytokine, also Botenstoffe, auszuspucken. Und all das ist die Strategie der Parasiten, ihr Überleben langfristig im Wirt abzusichern. Aber der Wirt kann sich auch ein bisschen wehren, der kann auch was tun. Der ist nicht ganz blind, nur auf einem Auge. Was tut er? Er nutzt ebenfalls immunologische Programme und er nutzt ebenso Zytokine und Botenstoffe, um im Körper gewisse Abwehrreaktionen loszutreten. Und von all den vielen Abwehrreaktionen, ich will sie wie gesagt alle nicht im Einzelnen nennen, aber
diese Gruppe noch mal ganz kurz beschreiben. Die Wurminfektion selbst führt zu erhöhten Kontraktionen der glatten Muskelzellen im Darm. Zusammen mit einer Becherzellhyperplasie und einer enormen Mukusproduktion passiert Folgendes: Der Darm wird schleimig, ganz schleimig. Der Kot wird wässrig, ganz wässrig. Der Darm kontrahiert und das Ganze bezeichnen wir im Volksmund als Durchfallerkrankung. Genau. Das heißt also, schnellerer und flüssigerer Stuhl bedingt das vermehrte Ausscheiden der Parasiten. Das sind die Strategien des Wirtes. Nun scheint es so zu sein, als ob wir also in einem ständigen Dauerkampf sind. Wir müssen ständig balancieren zwischen Modulation und Abwehr. Wenn man sich also diese verschiedenen Schritte in dem Entwicklungszyklus anguckt, dann muss ich Organ für Organ, Passage für Passage, muss wieder abgewogen werden, wer gewinnt. Ist die Modulation der Helminten, der Parasiten der stärkere und die Immunabwehr die schwächere, gewinnt der Wurm. Ist die Immunabwehr der stärkere, also der schwerere und die Modulation versagt in manchen dieser Organe, dann gewinnt das Schwein. Und damit komme ich zum letzten kurzen Punkt, wo ich eigentlich mehr Fragen an Sie stellen möchte, als dass ich Ihnen Antworten dahergebe. Und zwar, können wir davon was lernen? Können wir das nutzen? Gibt es da Möglichkeiten, dass man sagt, das macht schon Sinn, dass wir uns mit diesen Mechanismen beschäftigen? Und das alles startet so ein bisschen mit der Idee, kann man diese wurmigen Strategien auch gegen Autoimmunerkrankungen oder immunassoziierte Erkrankungen nutzen? Ist das unser Wunsch oder kann das in der Wirklichkeit auch stattfinden? Und das alles startet mit wir müssen da nochmal durch die Beobachtungen, die Basis für die Hygienehypothese bilden, mit einer Beobachtung, und zwar die Bevölkerung in Entwicklungsländern, hier großflächig rot markiert, in denen Infektionen mit Helminten und mikrobielle Exposition häufiger vorkommen, weisen im direkten Vergleich zu Industrieländern niedrigere Raten von Allergien und Autoimmunerkrankungen auf. Das heißt also, die Idee ist kurz zusammengefasst, überall da, wo es viele Infektionen mit Helminten gibt, viel heißt rot, ist das Allergie- und Autoimmunerkrankungsgeschehen relativ gering. In anderen Worten, gibt es eine große Rolle, spielt es eine Rolle, ist es vielleicht von Nutzen, dass wir Immunmodulation von Parasiten haben? Oder wäre es nicht besser, einen Parasiten zu haben, der unsere Immunsysteme ein bisschen in Zaum hält? Das heißt, abgeleitet von dieser ersten Beobachtung, gibt es die erste Ableitung. Kann die Wiedereinführung darmbewohnender Parasiten, zum Beispiel für Patienten mit Autoimmunerkrankungen, überhaupt machbar und effektiv gestaltet werden? Würden Sie das machen? Vertreter, die aktuell in der Diskussion sind und auch schon in den klinischen Studien sind Peitschenwürmer, Hakenwürmer und hier ist nochmal ein Vertreter des Rattenbandwurms, und die klinischen Studien, die laufen, sind relativ vielfältig. Ich habe Ihnen eine kleine Auswahl zusammengestellt: Asthma, entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose, Zöliakie. Und wenn ich versuche, die Ergebnisse mal alle zusammenzufassen, die diese Studien bisher geliefert haben, muss man sagen, inkonsistent ist die Ergebnislage. Aber nicht, weil es keine Patienten gibt, denen nicht damit geholfen werden kann, sondern weil das Bild der Hilfe sehr inhomogen ist. Also manche Patienten scheinen davon zu profitieren, andere wiederum nicht. Bildet man darüber den statistischen Mean sozusagen, mittelt man diese Ergebnisse, kommt man eigentlich auf keinen großen Vorteil. Das heißt, es wird immer noch diskutiert, warum das so ist, warum es Patienten gibt, die davon profitieren und nicht, und warum es Patienten gibt, die davon anscheinend keinen Nutzen ziehen können aus dieser Art der Therapie. Wenn das so inkonsistent ist, wäre das dann nicht viel cleverer, eine zweite Ableitung zu machen, eine erweiterte, eine optimierte Ableitung, und zu sagen, können wir dann wenigstens die Konzepte nutzen? Können wir Helminten abgeleitete Therapiekonzepte nutzen und diesen Limitationen aus dem Weg gehen? Und ich habe das hier kurz für Sie zusammengefasst. Das heißt, das sind diese Wurmtherapien. Natürlich ist es eine Infektion, natürlich, es wird Nebenwirkungen geben. Die Spezifität ist nicht wirklich gegeben, weil da ist ja alles drin. Ne? Das hatten wir gesagt, da ist große Kommunikationsarsenal. Wir wissen nicht genau, wer welche Funktion hat. Und der große Nachteil, wir müssten es in einem Wirt produzieren, diesen Organismus. Und das Gleiche tritt eigentlich auch auf, wenn wir sagen, nein, wir entscheiden uns für die Gesamtheit der exkretorisch-sekretorischen Produkte, auch die müssen irgendwo produziert werden, werden ähnliche Nebenwirkungen haben. Von der Spezifität sind wir hier auch wahrscheinlich bei Multitargets.
Oder nehmen wir definierte Moleküle daher, wie zum Beispiel Cystatins oder andere Immunmodulatoren, die schon seit Jahren beforscht werden, wissend, dass wir hier natürlich nur einen begrenzten Mechanismus einsetzen und angreifen. Oder sogar optimierte Produkte, sogenannte Immunomimics, wo wir wissen, wir imitieren oder mimiken regulatorische Signalwege, wissend, dass wir auch hier sowohl nur begrenzte Mechanismen als auch begrenzte Zielzellen adressieren können. Also wir würden nicht mehr von diesem gewaltigen Arsenal der Helminten profitieren, sondern wir würden nur ganz gezielte Zellen und Signalwege ansprechen. Und damit bin ich beim Ende und stelle die Frage, wofür würden Sie sich entscheiden? Ich bin gespannt, das zu hören. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich natürlich auch bei den Meistern der Immunmodulation und bei den Helden meiner eigenen Arbeitsgruppe. Vielen Dank.